Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, und im heutigen Video möchte ich mit euch ganz gerne über ein Thema sprechen, das aus meiner Sicht eigentlich längst überfällig ist, vor allem wenn man Duftstoffallergiker oder Duftstoffallergikerin ist oder allgemein duftempfindlich ist. Und zwar geht es um Wasch- und Putzmittel, die ohne deklarationspflichtige Duftstoffe auskommen oder die sogar parfümfrei sind. An dieser Stelle möchte ich auch noch mal ganz kurz auf eine Nachricht Bezug nehmen, die ich vor einiger Zeit auf Instagram bekommen habe, und ich muss auch dazu erwähnen, dass ich immer wieder in solche oder ähnliche Diskussionen verwickelt werde. An manchen Tagen habe ich keine Lust, über dieses Thema zu diskutieren, aber an anderen wiederum, da brennt es mir in den Fingern. Und zwar geht es einfach darum, dass einige außenstehende Personen nicht wirklich nachvollziehen können, warum es für bestimmte Personen wichtig ist, auf duftstofffreie oder komplett parfümfreie Produkte zu verzichten. Es gibt natürlich Menschen, die haben eine Duftstoffallergie, und es kann durchaus so wirken, wenn man weiß, dass nur ein ganz kleiner Prozentteil der Weltbevölkerung eine Duftstoffallergie hat, dass man daraus schließt, dass es ja nur super wenige Menschen betrifft, aber es sind halt trotzdem Millionen von Menschen, die eine Duftstoffallergie haben, und ich finde, deren Wunsch nach duftstofffreien Produkten und vor allem einem einfachen Zugang dazu sollte man nicht verwehren oder kleinreden. Und neben den Personen, die eine Duftstoffallergie haben, gibt es auch Menschen, die einfach duftempfindlich sind, also die extreme Beduftungen einfach komplett überwältigen und die Kopfschmerzen bekommen oder die einfach eine Reizüberflutung auslösen. Das heißt, es gibt hier nicht nur Personen, die eine Duftstoffallergie haben, die zu der Zielgruppe für parfümfreie Produkte zählen, sondern auch noch super viele andere Menschen. Und ich werde auch nicht müde, immer wieder zu sagen, dass nur weil man noch nicht ein Teil einer bestimmten Zielgruppe ist, heißt es nicht, dass sich das nicht doch irgendwann ändern kann, weil man zum Beispiel meistens erst im späteren Lebensverlauf so eine Duftstoffallergie bekommen kann. Das war bei mir beispielsweise der Fall. Oder dass man halt irgendwann feststellt, man mag das alles nicht, es ist einem zu viel, es ist einem too much, und dann hat man halt die Möglichkeit, auf parfümfreie Produkte zurückzugreifen, aber man muss nicht. Es wird einem nichts weggenommen, nur weil eine bestimmte Zielgruppe inkludiert wird, die vorher seit Jahren ausgeschlossen wurde. Ganz genauso verhält es sich natürlich auch bei Wasch- und Putzmitteln, denn das sind Verbrauchsgüter, und je nachdem, wie groß die Familie ist, benötigt man ja auch beispielsweise relativ große Mengen an Waschmitteln oder irgendwelchen anderen Produkten, die man einfach im Haushalt benötigt. Und da muss ich euch wirklich ganz ehrlich sagen, da ist aus meiner Sicht immer noch einiges an Luft nach oben, was parfümfreie bzw. duftstofffreie Produkte angeht. Und hier nur noch mal eine kleine Bitte an alle, die vielleicht kein Verständnis für die Existenz von parfümfreien oder duftstofffreien Produkten haben. Geht mal in eure Drogerie, also wirklich ganz bewusst mal in die Drogerie gehen, ganz bewusst einkaufen gehen und mal schauen, wie viele Produkte bei den Wasch- und Putzmitteln tatsächlich parfümfrei sind. Also die wirklich gar keine Art der Beduftung enthalten, und ihr werdet sehen, dass die Auswahl wirklich gar nicht mal so groß ist, und dementsprechend finde ich es halt auch immer schade, wenn Personen, die einen Wunsch nach parfümfreien Produkten haben, auch irgendwie vorgeworfen wird, dass es ja schon eine riesige Masse an Auswahl gibt. Es gibt vielleicht eine große Auswahl für Leute, die keine Probleme mit Beduftung haben, aber für Menschen, die Probleme damit haben, gibt es nach wie vor keine große Auswahl. Aus meiner Sicht wäre es der bessere Weg zu sagen, okay, wir grenzen vielleicht das Sortiment an parfümierten Produkten ein und balancieren das halt mit parfümfreien Produkten aus. Das heißt, dass einfach ein besseres Gleichgewicht zwischen bedufteten und unbedufteten Produkten herrscht, aber Produkte
zu entfernen, die parfümfrei sind und die eine entsprechende Zielgruppe bedienen, halte ich für keine gute Idee, weil natürlich wieder Menschen dadurch ausgeschlossen werden. Und aus meiner Sicht ist einfach der Zugang zu günstigen Drogerieprodukten, die bezahlbar sind und die eben für diese Zielgruppe gedacht sind, super, super wichtig, weil diese Zielgruppe, wie gesagt, bereits seit Jahren ausgeschlossen wird. Und ich finde, es ist einfach schwierig, von allen Menschen zu verlangen, irgendwie 20 € für ein Waschmittel auszugeben, nur weil da keine Duftstoffe enthalten sind. Habe ich alles schon gemacht, weil es in der Drogerie nichts Vergleichbares gab und es geht wirklich aufs Geld. Ich bin zwar eine Person, die gerne für Hautpflege Geld ausgibt, aber dafür gibt es einfach Bereiche in meinem Leben, wo ich nicht so viel Geld dafür ausgeben möchte und dazu gehören definitiv Wasch- und Putzmittel und dementsprechend freue ich mich, dass die Entwicklung dahingehend einfach besser geworden ist, was diese parfümfreien oder duftstofffreien Alternativen angeht. Und wie gesagt, ich finde auch nicht, dass es hier nur um Personen geht, die eine Duftstoffallergie haben, sondern auch um andere Menschen, die ganz bewusst auf Duftstoffe oder eine Parfümierung verzichten möchten. Das war auf jeden Fall ein sehr langes Intro, deshalb lege ich gleich mal los mit den Wasch- und Putzmitteln, die ich persönlich gut finde. Und da würde ich mal mit Geschirrspülmittel anfangen. Bitte schaut nicht so genau hin, das Ganze sieht schon ein bisschen keimig aus und eklig, aber ich blende euch hier die entsprechenden Bilder der Geschirrspülmittel ein, die ich benutze. Und zwar habe ich hier einmal das Denk mit Spülmittel in der Ultra Sensitive Version und das Pril Spülmittel ohne Duftstoffe. Bei Geschirrspülmittel ist es ja auch überaus wichtig, dass das Produkt bei niedrigen Temperaturen eine super Reinigungsleistung hat. Und ich muss sagen, dass ich das nicht von allen Spülmitteln behaupten kann. Ich hatte davor dieses Spülmittel von Rossmann in der Med-Version. Das war bis dato auch tatsächlich das einzige Geschirrspülmittel bei Rossmann, das komplett auf Beduftung verzichtet hat. Das heißt, ich hatte da stellenweise auch keine wirkliche Auswahl, bis die eben dieses Spülmittel von Pril mit ins Sortiment genommen haben. Und ich habe mich einfach riesig gefreut, als ich das entdeckt habe, denn das Geschirrspülmittel von Rossmann hat nicht ordentlich gereinigt. Ich musste mehrfach das Geschirr spülen, also mit Spülmittel, und dementsprechend war das auch nicht sonderlich nachhaltig, weil ich selbstverständlich mein Geschirr in einem Waschgang sauber machen möchte. Wir haben zwar auch einen Geschirrspüler, aber es gibt trotzdem immer wieder mal so ein paar Sachen, die man von der Hand abwaschen muss, und dementsprechend finde ich es cool, dass es da Alternativen gibt, weil ich das von Domol, wie gesagt, nicht so gut fand. Das von Pril hat eine super Reinigungsleistung, da habe ich bisher keinerlei Probleme gehabt. Ich vertrage das auch richtig, richtig gut. Voice-over Shenya hier, es gibt leider schlechte Neuigkeiten, denn das Pril-Spülmittel ohne Duftstoffe wurde anscheinend schon wieder ausgelistet, was ich persönlich wahnsinnig schade finde, denn das heißt, dass es bei Rossmann nur noch ein einziges parfümfreies Geschirrspülmittel gibt, und zwar das von Domol, mit dem ich persönlich nicht so gut zurechtkomme. Ähnlich verhält es sich mit dem Spülmittel von Denk mit. Da muss ich aber sagen, dass ich hier das Gefühl habe, dass es nicht so viel Wumms hat im Vergleich zu dem von Pril, aber es ist dennoch ein gutes Spülmittel und deutlich besser im Vergleich zu dem von der Rossmann Eigenmarke. Ein Reinigungsprodukt, das ich auch sehr, sehr gerne mag, ist der Domol Essigreiniger. Er bekommt hier auf jeden Fall ordentlich Füllmenge und das zu einem relativ geringen Preis. Ich glaube, das Zeug kostet unter 2 € oder so. Und der große Vorteil bei diesem Produkt ist einfach, dass hier nicht nur Essigsäure enthalten ist, die ja auch richtig gut bei Kalkablagerungen helfen kann, sondern auch noch zusätzlich Tenside. Das heißt, ihr bekommt auch Schmutz, Fett und alle möglichen anderen Sachen damit weg, und dementsprechend würde ich euch das definitiv empfehlen. Das kommt ohne jegliche Parfümierung, ohne deklarationspflichtige Duftstoffe aus. Es riecht zwar ein bisschen säuerlich, aber so ist das nun mal bei Essigreinigern. Ich persönlich komme wunderbar damit zurecht, vor allem, weil dieser Duft oder der Eigengeruch dieses Produkts ja nicht die ganze Zeit irgendwo in der Wohnung rumhängt, sondern auch relativ schnell verschwindet. Und ich meine, wir lieben es doch alle, Essig in unserem Salat zu benutzen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass alle das lieben, aber ich mag so ein schönes Essigöl-Dressing und da beschwere ich mich auch nicht über den Essigduft. Dementsprechend stört mich das hier überhaupt nicht. Was ich jetzt nicht
ganz so feiere, ist die Tatsache, dass hier Farbstoffe enthalten sind. Das ist aus meiner Sicht in Putz- und Reinigungsmitteln jetzt nicht unbedingt notwendig. Also von mir aus können diese Farbstoffe hier definitiv raus. Und was ich euch auch sehr ans Herz legen kann, ist diesen Essigreiniger. Der ist auch zum Verdünnen gedacht, in so eine Sprühflasche zu tun. Die hat hier vorne so ein kleines Netz. Das heißt, hier kommen dann ganz feine Tröpfchen raus. Also ihr müsst euch sozusagen eine Sprühflasche suchen, die ja wie vorne hier am Sprühkopf so ein kleines Netz hat. Und da hier auch Tenside enthalten sind, kommt das Produkt als fertiger Schaum raus. Das heißt, ich sprühe dann einfach das Waschbecken damit voll und das haftet richtig, richtig gut, weil der Schaum gut auf dem Waschbecken haftet im Vergleich zu so einem komplett flüssigen Produkt und dadurch verschwendet man deutlich weniger Produkt. Also ich mache das dann meistens so, dass ich mir ein bisschen was von diesem Essigreiniger mit Wasser in dieser Sprühflasche mische und dann ja, zum Beispiel das Bad putze. Funktioniert ganz wunderbar und ehrlich gesagt verbinde ich mittlerweile diesen leichten Essigsäure-Duft mit einem sauberen Bad. Kommen wir zu Waschmitteln und da benutze ich seit jeher die Denkmit Ultra Sensitive Reihe. Ich habe noch andere Produkte ausprobiert, aber ich muss sagen, dass ich mit Denkmit die besten Erfahrungen gemacht habe, also zumindest jetzt im Drogeriebereich. Und das hier ist jetzt zum Beispiel das flüssige Colorwaschmittel, aber es gibt mittlerweile auch ein Colorwaschmittel in Pulverform, das komplett auf Beduftung verzichtet. Ich finde das großartig, weil es bis dato sehr, sehr schwer war, solch ein Waschmittel in der Drogerie zu bekommen. Und deswegen finde ich diese Entwicklung richtig, richtig toll. Aber sind wir mal ganz ehrlich, längst überfällig. Ich kann euch kein Feedback dazu geben. Ich habe es nämlich bisher nur einmal verwendet. Nichtsdestotrotz dachte ich, ich zeige euch das einfach mal, falls ihr das irgendwie verpasst oder übersehen haben solltet. Und da viele von euch auch immer wieder fragen, ob man unbedingt verschiedene Waschmittel verwenden muss, möchte ich euch nochmal einen ganz kleinen, aber groben Überblick zu Voll- und Colorwaschmitteln geben. Es gibt natürlich auch noch Feinwaschmittel, Wollwaschmittel und viele neue Sachen dazwischen, aber das sind aus meiner Sicht so die wichtigsten und interessantesten Waschmitteltypen. Deshalb gebe ich euch jetzt einfach noch mal eine kleine Zusammenfassung zu den Unterschieden und warum es hilfreich sein kann, darauf zu achten. Vollwaschmittel in Pulverform gehören zu den leistungsstärksten Waschmitteln, die es so gibt, und im Gegensatz zu Colorwaschmitteln enthalten sie Bleichmittel. Und eben jene Bleichmittel tragen nicht nur etwas zur Wäschehygiene bei, sondern sie sind auch richtig gut darin, Gerüche, aber auch Flecken zu entfernen. Allerdings sind diese Waschmittel nicht per se für jede Faser gut geeignet. Dementsprechend muss man da so ein bisschen aufpassen und kann das Vollwaschmittel nicht für alles gleichermaßen benutzen. Und aufgrund der Bleichmittel kann es halt auch dazu kommen, dass beispielsweise Buntwäsche irgendwann ergraut oder an Farbintensität verliert, wenn man sie regelmäßig mit einem Vollwaschmittel wäscht. Und dementsprechend kann es halt farbschonender sein, wenn man auf ein Colorwaschmittel zurückgreift. Allerdings wird empfohlen, mindestens einmal im Monat eine Wäsche mit Vollwaschmittel anzusetzen, und zwar bei 60 Grad, um der Verkeimung der Waschmaschine entgegenzuwirken. Denn wenn ihr eure Wäsche aus der Waschmaschine rausnehmt und sie riecht muffig oder ein bisschen eklig, dann solltet ihr definitiv mal so einen Waschgang in Betracht ziehen. Vor allem, wenn ihr mal ein Waschmittel ohne Parfümierung verwendet, denn diese Beduftung in den Waschmitteln, die überdeckt das gerne mal und man weiß wirklich erst, wie der Zustand der eigenen Waschmaschine ist, wenn man mal ein parfümfreies Waschmittel verwendet hat. Colorwaschmittel enthält keine Bleichmittel und kann dementsprechend farbschonender sein. Ihr könnt natürlich auch theoretisch ein flüssiges Vollwaschmittel als Colorwaschmittel nutzen, weil es nach wie vor nicht möglich ist, Bleichmittel in flüssiger Form zu stabilisieren. Aber ich persönlich finde, dass man von den pulverförmigen Waschmitteln deutlich länger was hat. Ich meine, wenn man sich das mal anschaut, hier bekommt man 13 Waschladungen und bei den pulverförmigen 20 Waschladungen. Das ist natürlich auch
abhängig davon, wie man das Waschmittel dosiert. Und das ist auch nochmal so ein Thema für sich, denn die meisten Menschen dosieren ihr Waschmittel leider falsch, obwohl hier hinten eine Dosieranweisung ist. Es gab auch, glaube ich, 2014 eine Studie, da wurde festgestellt, dass die Studienteilnehmer und Teilnehmerinnen bei leicht verschmutzter Wäsche, glaube 70% mehr Waschmittel verwendet haben, als sie eigentlich sollten, und bei stark verschmutzter Wäsche viel zu wenig Waschmittel verwendet haben. Deswegen ist da nach wie vor sehr viel Aufklärungsbedarf, was halt die Dosierung von Waschmitteln angeht. Und ich finde, man merkt das halt auch. Also wenn man zu viel Waschmittel benutzt, dann bleiben natürlich auch Waschmittelreste in den Kleidungsstücken hängen. Es gibt so unschöne Streifen, und da die meisten oder super viele Waschmittelanbieter ihre Duftstoffe verkapseln, die dann sozusagen nach und nach abgegeben werden, haben auch viele Menschen diese krasse Waschmittelduftwolke um sich, weil sie wahrscheinlich ihr Waschmittel auch überdosieren. Und das ist natürlich nicht nur doof für die Umwelt, wenn man so drüber nachdenkt. Also es ist nicht sonderlich nachhaltig, wenn man sein Waschmittel so krass überdosiert, sondern es ist auch schlecht für die Kleidung, weil diese Waschmittelreste natürlich auch nicht gerade gut für die Fasern sind. Dementsprechend ist es super, super wichtig, darauf zu achten, wie man das Waschmittel dosiert, oder auch zu wissen, welche Härte das Wasser hat, und dementsprechend kann man dann sozusagen auch schauen, wie die Menge oder wie die Dosierempfehlung auf den Waschmitteln ist, und man hat dadurch natürlich auch sehr, sehr viel länger was von seinem Waschmittel und muss nicht so oft Neues nachkaufen. Ich hoffe, dieser kleine Überblick zu meinen liebsten parfümfreien Wasch- und Putzmitteln hat euch irgendwie weitergeholfen. Ich persönlich finde diese Entwicklung gut, also dass man solche Produkte in der Drogerie easy bekommen kann, aber es gibt definitiv noch Luft nach oben. Schreibt mir doch gerne unten in die Kommentare, welche Produkte ihr euch wünscht. Vielleicht liest ja die ein oder andere Person, die bei Rossmann oder DM oder sonst woanders arbeitet, mit und kann das eventuell irgendwie an irgendwen rantragen, damit das wahrgemacht wird. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Ich würde mich wie immer über ein Däumchen nach oben freuen und wenn ihr einen Kommentar schreiben würdet. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.